Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der heutigen 6. Folge kommen wir mit der Episode 3 zum Ende der Prequel-Trilogie. Dieser Film zeigt uns die Persönlichkeitswandlungen von Kanzler Palpatine, der sein wahres Gesicht zeigt und sich zum Imperator ausrufen lässt. Und Anakin Skywalker wird zu seinem Schüler, dem Sith Lord Darth Vader. Und am Ende des Films kommen Leia und Luke auf die Welt. 1,5 Monate vor dem offiziellen Kinostart am 19. Mai 2005 brachte Lego zwischen Februar und April die erste Welle mit 11 Sets zum neuen Kinofilm der Episode 3 heraus. 4 Sets gehören zur Weltraumschlacht, 4 zu den Klonkriegen und 3 zur Handlung im Film. Seit dieser Neuheitenwelle vom 2. April 2005 haben alle Star Wars Minifiguren einheitlich natürliche Hauttöne. Seit der Episode 2 sind schon 3 Jahre vergangen, in denen die Klonkriege wüten. Am Beginn des Films steigen wir direkt in die Schlacht über Galactic City auf dem Hauptstadtplaneten Coruscant ein. Für den Luftkampf gibt es zahlreiche Raumschiffe. Zum Kinostart kam 2005 das Ultimate Space Battle 7283 aus 567 Teilen heraus. Als Minifiguren sind Anakin und Obi-Wan dabei, das erste Mal mit hautfarbenen Köpfen und Hemden. Es enthielt gleich 5 Raumschiffe auf einmal. Anakins gelber und Obi-Wans roter Jedi-Abfangjäger wird genau wie im Film von 2 Bass-Droiden angegriffen. Die Separatisten kämpfen mit einem Dreiflügeljäger und 2 Gaia-Droiden. Gleichzeitig gibt es verschiedene Raumschiffe als Einzelsets. Besonders gut scheinen die Jedi-Abfangjäger zu laufen. Die keilförmigen Eta-2 Actis Class mit den eiförmigen Cockpits wurden von Lego immer wieder als Einzelsets neu aufgelegt. Der gelbe 2014 als 75038 Jedi Interceptor und 2020 als 75281 Anakins Jedi Interceptor. Und der rote Abfangjäger 2016 als 75135 Obi-Wans Jedi Interceptor mit seiner astromechanischen Droidin R4-B17 und den neuesten gab es dann 2025 als 75401 Ahsokas Interceptor. Bei der republikanischen Luftverteidigung kamen 2005 auch der ARC-170 Starfighter 7259 zum Einsatz. Als B-Modell kann man sich auch einen A-Flügler daraus bauen. Der ikonische ERC-Jäger kam nochmals 2010 als 8088 mit Kit Fisto und 2025 als 75402 heraus. Wichtige republikanische Kampfschiffe sind auch das dunkelrote Kanonenboot 75007 aus dem Jahr 2013, die bei der Rettung von Palpatine von den TIE-Fightern und Gaia-Droiden der Separatisten komplett aufgerieben werden. 2023 ist zum 20-jährigen Jubiläum von Clone Wars das Ultimative Collector Set 75367 herausgekommen mit dem großen Venator Sternenzerstörer aus 5374 Teilen mit 109 cm Länge. Bei der Angriffsflotte der Separatisten gibt es Kanonenboote, 3 verschiedene Ausgaben zwischen 2008 und 2019. Der variable Gaia-Droidenjäger kann sich im Film bei einem Angriff auf ein Raumschiff von ein Flugobjekt in einen laufenden Bodendroiden verwandeln. Der Dreiflügeljäger hat vorne die Laserkanonen und in der Mitte ein rundes Cockpit.
Die Gaia-Druiden gibt es auch in größerer Form als Hyänenbomber. Die dreiflügeligen Jäger der Separatisten gab es 2005 neben dem Luftkampfset nochmals als Einzelset 7552, dann kam er nochmals 2010 als 8086 und 2014 als 75044 heraus. Der variable Gaia-Druidenjäger ist eines der ältesten Druidenraumschiffe, das bei Lego schon 1999 das erste Mal herausgekommen ist, in der braunen Episode 1 Farbgebung als Set 7111. 2005 war er in Sandblau in 2 Sets enthalten, 7256 und 7283. 2007 war er beim Naboo Starfighter 7660 dabei und 2009 bei Ahsokas Starfighter 7751. Die beste Version kam 2014 wieder als Einzelset 75041 heraus, ganz einzigartig mit einem Soldaten der Handelsföderation, einem Neomidianer mit Sturmhaube und Muskete der Conquistadores. Von den größeren Raumschiffen der Separatisten gibt es General Grievous Flaggschiff Malevolence 9515 von 2012 aus 1101 Teilen mit 6 Minifiguren, darunter Padme und Dooku mit den Clone Wars Zeichentrickgesichtern, die in kein Diorama hineinpassen. Die Handlung im Vorfilm spielt aber im neuen Flaggschiff von General Grievous, der Invisible Hand. Davon gibt es bei Lego nur ein MIDI-Scale-Set 75377 von 2025 aus 557 Teilen. Weder die Bauart noch die Teile sind von diesem Set für ein größeres Modell geeignet, bei dem man einige kleine Räume für die Minifiguren aus der Handlung im Film einrichten kann. Das ist zum Beispiel ein Mock aus den Lego Ideas von 2011, mit dem verschiedene Szenen aus dem Film nachgespielt werden können, auch wie das Schiff bei der Landung in der Mitte auseinanderbricht. Auf der Brücke dieses Schiffes tötet Anakin Count Dooku, befreit Senator Palpatine und landet das halbe Schiff auf Coruscant. Dort laufen an den 3 Schauplätzen Padmes Wohnung, Palpatines Büro und im Jedi-Tempel die tragischen Ereignisse mit der Persönlichkeitswandlung von Anakin und seinem Wechsel zur dunklen Seite ab. Zuerst möchte Anakin noch ein Jedi werden und verrät Kanzler Palpatines wahre Identität. Ein legendäres Set dieser dramatischen Szene im Büro des Kanzlers ist das exklusive Vertriebsmodell 9526 vom August 2012 aus 622 Teilen, das es nur in ausgewählten Geschäften gab. Alle 6 Minifiguren aus Palpatines Gefangennahme waren exklusiv für dieses Set gestaltet. Besonders die Figuren von Agen Kola und Sesetin kamen nie wieder in einem anderen Lego-Set vor. Die 4 Jedis kommen, um Palpatine zu verhaften. Palpatine schleudert sich von seinem Sitz hoch, zieht sein verstecktes rotes Laserschwert und tötet 3 erfahrene Jedis. Anakin kommt mit seinem Airspeeder angeflogen. Mace Windu gelingt es zunächst, Palpatine zu überwältigen. Anakin wechselt aber die Seite und hackt Mace Windu die Hand ab. Palpatine schleudert ihn mit seinen typischen Energieblitzen durch die Scheibe in die Tiefe. Im Modell gibt es einen Hebelmechanismus, mit dem man die Fensterfront aufklappen kann. Die Persönlichkeitswandlung der Figuren kann man sehr gut mit den Wendegesichtern nachspielen. Anakin bekommt seinen starren Blick und Kanzler Palpatine ist im verzweifelten Kampf in Sekunden gealtert und wird endgültig zu Darth Sidious und Anakin zu seinem Schüler Darth Vader.
Diese Szene von Palpatines Verhaftung spielt nicht in seinem Büro, sondern in seinem Appartement im exklusiven Apartmenthaus Republika 500. Man kann dieses Appartement in jedem beliebigen Hochhaus einrichten, auch gemeinsam mit Padmes Wohnung und mit Dex Diner. Das richtige Kanzlerbüro befindet sich im Senatsgebäude unterhalb vom Sitzungssaal. Etwas später im Film fordert Meister Yoda Darth Sidious zum Endkampf heraus. Der Kampf beginnt im Büro des Kanzlers. Mitten im Büro steht die Hebebühne mit dem Rednerpult, die die zwei Kämpfenden in den Sitzungssaal des Senates hinaufhebt. Dieses Büro kann man sich ganz leicht im Erdgeschoss des Senatsgebäudes einrichten. Darth Sidious gewinnt diesen Kampf und der Senator Bail Organa hilft den geschwächten Yoda zu fliehen. Der gefürchtetste Separatistenanführer in der Episode 3 ist General Grievous. Es ist ein Droide mit einigen biologischen Organen. In seinem Gerippe zieht es dauernd und deshalb ist er ständig erkältet. Er kämpft mit 4 Laserschwertern gleichzeitig. Die erste Figur von 2005 bis 2007 hat einen besonders geformten Kopf und einen Oberkörper mit 3 Scharnierhaltern, an denen die normalen Kampfdroidenbeine und 4 flache Droidenarme angesteckt sind. Die Figur ist ziemlich zweckmäßig, obwohl sie die Arme nur seitlich nach außen bewegen kann. 2010 kam dann der neue Clone Wars Grievous mit von Kopf bis Fuß vollkommen neuen Bauteilen heraus. Das zweite Armpaar ist jetzt an die Oberarme des ersten aufgesteckt. In der Episode 3 zieht Obi-Wan Kenobi allein los, um General Grievous zu besiegen. Er spürt ihn in den unterirdischen Sinklöchern auf dem Planeten Utapau auf. Zu dieser Handlung zeige ich euch das Set 7255 aus 99 Teilen mit der General Grievous Verfolgungsjagd, mit seinem Einrad und Obi-Wan Kenobi auf dem Boga Varaktil Reittier. Die Verpackung hat die Aufmachung der ersten Episode 3 Welle von 2005. Auf der Oberseite sieht man die 2 Figuren in Originalgröße, die im Set enthalten sind. Die Rückseite der Packung ist sehr einfach gestaltet, rechts mit 3 von 11 Spielsets der neuen Welle und links unten die technischen Funktionen des Einrades und oben 3 alternative Baumodelle. Genau dieselben Bilder finden wir auch in der Bauanleitung. Sie ist ein dünnes Heft im Querformat mit 42 Seiten. Hinten gibt es 3 Seiten Werbung, dann kommt eine Doppelseite mit allen 11 neuen Sets der Episode 3 zur Luftschlacht, der Filmhandlung und unten ein großes Schaubild mit den 4 Sets vom Wookiee-Waldmond Kashyyyk. Dann gibt es die Bilder von der Packungsrückseite, wie man beim Einrad die Stützen ein- und ausklappen kann und wie früher bei Lego eine Selbstverständlichkeit alternative, kreative Bauvorschläge aus dem Modell mit einer Sänfte für General Grievous mit 2 Sonnenschirmen, einen Spinnendruidenfahrzeug und ein Boga mit Rollstuhl. Die kreativen Kombinationen von Lego machen alles möglich. Bei Star Wars werden auf allen Welten die unterschiedlichsten Reittiere verwendet. Das Boga ist ein echsenartiges Varaktil-Reittier vom Planeten Utapau. Der Kopf ist eine einzigartige Gussform für den Boga, ich hätte ihn auch für den Hippogreif-Seidenschnabel verwendet. Der Körper ist aus 15 besonderen beweglichen Dinosaurierformteilen zusammengesteckt. Dieselben Teile wurden 2004 auch für den Taurücken von Mos Eisleys Cantina verwendet. Diese Bauteile sind von der 4-in-1 Dinosaurier-Serie von 2001.
Es gab damals 4 Dinosaurier-Baukästen, mit jedem konnte man ganz flexibel 4 verschiedene Dinosauriermodelle bauen. Die Dinosaurier haben Beine in 2 verschiedenen Längen. Kopf und Schwanz sind mit normalen Technikpins aufgesteckt. Die Dinosaurier haben alle einen kurzen Körper, der oben von Dachsteinen und innen von Techniksteckern zusammengehalten wird. Beim Boga von Utapao ist im Körper ein 4 Noppen langes Zwischenstück aus Technik und Schrägsteinen eingebaut, das den Körper des Reittieres für den Sattel ausreichend verlängert. Der Kopf ist eine besondere Gussform mit Schnabel, Mähne und Halter für die Zügel. Er ist mit einem blauen Technikstecker drehbar auf den Hals gesteckt. Die Zügel sind ursprünglich Rettungstragenhalter von 1998. Das Tier hat kurze, sandgrüne Dinosaurierbeine und auf den Fußsohlen sind 4 neu dunkelblau-graue Krallen aufgesteckt. Der lange Dinosaurierschwanz besteht aus 3 Teilen, die mit Techniksteckern untereinander verbunden sind und bis zur Spitze hin immer schmaler werden. Obi-Wan Kenobi hat eine neue, einseitig bedruckte Figur mit hell nougatfarbenem Kopf und Händen und mit glattem Haar und einem Stoffumhang, wie sie von 2005 bis 2007 in verschiedenen Sets verwendet worden ist. Auf seinem Reittier verfolgt Obi-Wan Kenobi General Grievous auf seinem Einrad durch die unterirdischen Gänge von Utapao. General Grievous sitzt im Sattel seines großen Einrades. Er kann seine 4 Arme nur seitlich schwenken. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil man die schweren Laserschwerter auf allen Seiten gut ausbalancieren kann und die Droidenfigur kann auf ihren kleinen Beinen relativ sicher stehen. Der Fahrersitz schaut aus wie ein Motorrad mit einer Lenkstange, die man verstellen kann. Die Figur wird mit der Noppe am Rücken in die Lehne des Fahrersitzes eingesteckt. Die Figur hat genügend Platz und kann auch mit allen 4 Laserschwertern in der Hand fahren. Die Lenksäule selbst ist auch ein Droidenarm und die Lenkstange kann man passend verstellen. Das große Einrad besteht aus 2 10 Noppen großen, transparenten, bedruckten Satellitenschüsseln auf einer 10 Noppen langen Technikachse. Zwischen den Rädern ist eine Batterie aus 2 Doppelblasterkanonen eingebaut und dieselbe Vierfachbatterie gibt es noch an der Achse auf der gegenüberliegenden Seite vom Sitz. Die 4 Beine sind Bionicle-Elemente auf Kugelgelenken und die Klauen sind 4 umgekehrte Presslufthämmer. Mit den Kugelgelenken kann man die hinteren Beine nach oben drehen und die vorderen Beine unter dem Sitz nach hinten klappen. Damit bringt man das Rad auf den Boden und Grievous kann mit dem Einrad fahren. Jetzt lassen wir General Grievous auf seinem Einrad noch einmal aus der Nähe vorbeiflitzen. Wenn er nicht mehr weiterfahren kann, dann klappt er die Beine aus und kann in den unterirdischen Gängen von Utapao klettern. Vom Einrad hat es noch eine zweite Ausgabe gegeben, 75040 von 2014. Dieses Einrad ist viel klobiger und detailreicher gebaut, dafür war aber kein Boga bei diesem Set dabei. In einem spannenden Zweikampf besiegt Obi-Wan den gefährlichen General Grievous. Obi-Wan Kenobi wird vom 212. Luftlandebataillon unterstützt. Obi-Wan ist mit seinem Reittier an der Steilwand einer Sinkhöhle unterwegs, als der Klonkommandant Cody per Funk die Order 66 erhält. Die Klonkrieger sollen alle Jedis wegen der Anschläge auf den Kanzler Palpatine töten. Mit der Hauptkanone des AT-TE-Läufers feuern die Klonkrieger auf Obi-Wan Kenobi, der mit seinem Reittier in die Tiefe stürzt. Obi-Wan taucht in einen See und überlebt mit seinem Unterwasseratemgerät.
Mit dem Starfighter von General Grievous kann er den Planeten verlassen. Der Starfighter ist seit 2007 in 3 verschiedenen Sets herausgekommen. Beim neuesten 75286 von 2020 ist auch genau passend eine Figur von Obi-Wan Kenobi und ein Klonkrieger des 212. Luftlandebataillons dabei. In der Episode 3 tragen die Klonkrieger eine modernere Rüstung. Die Körperbedruckung ist noch gleich wie bei der Phase 1, nur die Helme sind neu. Sie erinnern nicht mehr so sehr an die topförmigen Mandalorianer-Helme mit den schlitzförmigen Visieren. Die neuen Phase 2 Helme haben unten links und rechts stark vergrößerte runde Atemfilter. Das Visier hat eine Brillenform. Der Helmkamm ist abgerundet und schaut hinten nicht mehr hinaus. Der neue Helm ähnelt jetzt schon mehr den Sturmtruppen. Bei den Phase 2 Klonkriegern gab es schon im ersten Jahr 2005 zahlreiche Farbvarianten mit unterschiedlichen Drucken und Farben für die verschiedenen Spezialeinheiten. Die Helme haben aber noch keine seitlichen Stecklöcher für ein Visier oder andere Zubehörteile. Die Phase 1 Klone haben ja schon 2008 den hautfarbenen Kopf und das geschlossene Visier bekommen. Die Phase 2 Klone sind aber noch lange auf dem alten Stand mit den schwarzen Köpfen geblieben. 2010 hat es beim Republic Swamp Speeder 8091 eine einmalige Figur mit einem leicht geänderten, kräftigeren Druck auf Oberkörper und Helm gegeben. Es gibt einen neuen Helm, immer noch mit offenem Visier, aber der alte runde Knopf auf der Rückseite ist entfernt worden. 2014 gingen die Phase 2 Klonkrieger in die zweite Generation über, mit dem neuen bedruckten hautfarbenen Kopf und dem geschlossenen Helmvisier. Der restliche Körper ist genau gleich wie bei den Phase 1 Klonen, außer dass die neuen Figuren schon sofort bedruckte Beine bekommen haben. Diese neue Rüstung von 2014 wurde für die Episode 3 Welle von 2015 gebraucht. Den einfachen weißen Krieger gab es aber nur exklusiv im Set 75028. Im Jahr 2020 ist bei der 501. Legion ein neues Rüstungsdesign eingeführt worden, mit aufgedruckten grauen Wangen auf den Helmen, weißen Hüften und gedruckten Stiefeln. Die Figuren bekamen den nougatfarbenen Kopf. Die neuen Helme haben erst jetzt die Stecklöcher an den Schläfen für die Zubehörteile bekommen. Den ersten neuen weißen Standard-Klonkrieger gab es aber erst einige Jahre später, 2023, im Set 75372. Palpatine hat sich zum Imperator ausrufen lassen und strebt die Alleinherrschaft an. Nachdem er die Jedis ausgeschaltet hat, schickt der Imperator seinen neuen Schüler Darth Vader auf den Vulkanplaneten Mustafar, um auch alle Anführer der verbündeten Separatisten zu töten. Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan Kenobi fordert ihn zum Zweikampf heraus. Es gibt 2 Lego-Sets mit dem Duell von Mustafar. Das erste ultimative Lichtschwerter-Duell 7257 aus 282 Teilen aus dem ersten Jahr 2005. Es enthält eine gebaute Anlage mit einem kleinen Kontrollraum, eine Brücke und 3 Säulen aus den Bergwerken von Mustafar. Die beiden Minifiguren von Anakin und Obi-Wan Kenobi haben noch das urige Aussehen aus dem ersten Jahr der hautfarbenen Köpfe. Die Figuren sind etwas ganz Besonderes, weil sie echte Lichtschwerter in der Hand halten. In den Figuren ist eine Batterie eingebaut und mit einem Druck auf den Kopf bringt man das Lichtschwert zum Leuchten. Die 2 Minifiguren stehen auf den 2 besonderen Torwart-Hebeln von 2002. Die Sportplattformen sind an einer 32 Noppen langen Technikachse angesteckt.
Über ein besonderes Kreuzgelenk kann man die Stäbe bewegen. Mit diesen Hebeln kann man die Figuren über den Lavafluss miteinander kämpfen lassen. Rundherum gibt es 4 Druckknöpfe. Stößt eine Figur an den Knopf unter den Torbogen, wird sie mit einer Ladung Lava überschüttet. Stößt sie gegen eine der 3 spitzen Säulen, dann können diese umfallen. Die neuere Version 75269 von 2020 besteht aus 208 Teilen. Die Minifiguren tragen vom Kampf zerschlissene und von der Lava angebrannte Kleidung. Für beide Figuren gibt es drehbare und verschiebbare Plattformen, auf denen die Gegner gegeneinander kämpfen können. Das Modell kann man in der Mitte auseinanderklappen. Über den Köpfen der Kämpfenden schwebt eine spitze Säule, die umklappt und mit einer Spitze in die Lava taucht. Auf der anderen Seite gibt es eine Lavaschleuder. Obi-Wan besiegt Anakin, dieser bleibt schwer verbrannt am Ufer des Lavaflusses liegen. Imperator Palpatine rettet seinen neuen Schüler mit dem Shuttle 8096 von 2010 aus 592 Teilen. Bei diesem Set ist die Figur vom schwer verletzten Darth Vader und ein 2-1B Medizindruide dabei. Von der Umwandlung zu Darth Vader gibt es 2 Sets. Das ältere 7251 ist aus dem ersten Jahr 2005 und besteht aus 53 Teilen. Auf einer drehbaren Trage verwandelt der medizinische Druid mit vielen Werkzeugen Anakin Skywalker in Darth Vader. Das neuere Set 7583 von 2015 aus 282 Teilen ist viel detaillierter gebaut. Es hat ein ausgeklügeltes Zahnradsystem, mit dem sich die Liege absenken und umdrehen lässt. Der verletzte Anakin verschwindet und es erscheint auf der anderen Seite der fertige Darth Vader. Daneben gibt es noch eine mechanische Vorrichtung, die den Helm von Darth Vader auf seinen Kopf schiebt. Zum Schluss gibt es noch einen Hebel für die Machtexplosion, mit der der fertig gebaute Darth Vader den Lichtschwertständer und die 2 medizinischen Druiden von sich wegschleudern kann. Die Prequel-Trilogie endet mit der Geburt von Luke und Leia auf der Asteroidenkolonie Polis Massa. Obi-Wan Kenobi steht Pate und bringt Luke zu seinem Onkel nach Tatooine und bleibt dort in seiner Nähe. Leia wird von Senator Bail Organa von Alderaan adoptiert, wo sie als Prinzessin aufwächst. Das ist jetzt der Übergang von den 3 Vorfilmen zum ersten klassischen Kinofilm von 1977, zu dem wir uns am nächsten Freitag einige Lego-Sets anschauen werden, darunter den legendären rasenden Falken und den Todesstern. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr heute alle zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.